Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. So das Bekenntnis von Ruth, der Moabiterin, zu ihrer jüdischen Schwiegermutter Naomi. Ich begrüße dich herzlich auf dem Kanal Auf Fels gebaut. Mein Name ist Theo Job. Wir Christen glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Matthäus 16, Vers 16. Aber hat seine Abstammung von David, dem König Israels aus dem Haus Juda, noch eine Relevanz für uns? Meine Überzeugung ist, dass wir Jesus nicht losgelöst von seinem Volk verstehen können. Die Inschrift über seinem Kreuz lautete: Jesus von Nazareth, König der Juden. Als dieser König wird er wiederkommen, zurück nach Jerusalem. Apostelgeschichte 1,11. Das Buch der Offenbarung beschreibt ihn als Löwen aus dem Stamm Juda. Offenbarung 5,5. Eine biblische Vorlage unserer Beziehung als Christen aus den Nationen zum Volk Israel gibt uns das Buch Ruth. Die Beziehung einer nicht-jüdischen Frau zu ihrer jüdischen Schwiegermutter. Die Geschichte spielt zur Zeit der Richter, etwa um das Jahr 1100 vor Christus, als im Land eine Hungersnot ausbrach. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Elimelech, der Name bedeutet, mein Gott ist König, ein Mann von Bethlehem, Juda, zog mit seiner Frau Naomi und seinen 2 Söhnen Machlon und Kilion nach Moab. Die Namen der Söhne bedeuten krank und schwach. Dort starb er und später auch seine beiden Söhne, welche moabitische Frauen geheiratet hatten. Naomi und ihre kinderlosen Schwiegertöchter Ruth und Orpa hörten, dass es in Juda wieder Brot gab, und sie machten sich auf zurück nach Bethlehem. Bethlehem, das Haus des Brotes. Als sie unterwegs waren, sagte Naomi zu ihren Schwiegertöchtern: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Kehrt um, meine Töchter, kehrt um. 3-mal fordert sie zur Umkehr auf, entmutigt sie mitzukommen. Es war eine Prüfung ihrer Motivation. Orpa küsste ihre Schwiegermutter und kehrte zu ihrem Volk und ihrem Gott zurück. Der Name Orpa bedeutet Nacken oder Rücken, und ihrem Namen entsprechend hat sich Orpa von Naomi abgewandt. Ruth, die Freundin oder Gefährtin, hängte sich an Naomi und sprach in Ruth 1, Vers 16: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen, und wo du bleibst, da bleib auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Als Naomi sah, dass Ruth fest bestand, mit ihr zu gehen, hörte sie auf, ihr zuzureden. Bei ihrer Ankunft in Bethlehem geriet die ganze Ortschaft in Bewegung. Ist das nicht Naomi, sagten die Frauen. Naomi wollte nicht mehr so genannt werden, sondern Mara, was Bittere heißt. Es war der Beginn der Gerstenernte. Naomi hatte einen angesehenen, vermögenden Verwandten aus der Sippe ihres Mannes mit Namen Boas. Bedeutung: in ihm ist Kraft. Ruth geht auf die Felder, um hinter den Schnittern her Ähren aufzulesen. Zufällig waren es die Felder von Boas. Ruth findet Gunst in seinen Augen. Boas erwirbt von Naomi das Feldstück, welches Elimelech gehörte, und heiratet Ruth. Er ist der Löser, derjenige, der für den Fortbestand der Familie und vom Besitz von Naomi Verantwortung übernimmt. Sie bekommen einen Sohn, Oved. Naomi blüht wieder auf. Oved wird der Vater Isais, der Vater Davids. Jesus Christus, der Messias, ist ein Nachkomme von König David. Ruth, eine Nichtjüdin, wird durch ihre Hingabe und Liebe zum Volk Israel und dem Gott Israels zur Wegbereiterin für die Geburt des Messias. Im Matthäusevangelium Kapitel 1 findet Ruth Eingang in das Geschlechtsregister von Jesus Christus. Ruth ist ein Sinnbild für die Gläubigen aus den Nationen, den Heidenchristen, die sich dem Gott und dem Volk Israels angeschlossen haben. Auf der anderen Seite haben wir Orpa, die sich von Naomi abwandte und zurückkehrte zu ihrem Volk und ihrem Gott. Wo stehen wir als Christen? Wo stehen wir
mit unseren Gemeinden? Wie sieht Jesus uns? Als solche, die sich wie Ruth verhalten? Oder müssen wir beschämt sein, weil wir seinem Volk den Rücken zukehren wie Orpa? Was wir einem seiner geringsten Brüder getan haben, haben wir Jesus getan. Matthäus 25, 40. Mit Ruth als Vorbild bekennen wir Israel gegenüber: Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Danke für dein Interesse. Wenn du mehr von Auf Fels gebaut hören willst, abonnier bitte den Kanal. Bis zum nächsten Mal, Theo Tschopp.